Hallo, ich bin Jason von Faltrad XXS und jetzt, wo das Embargo gelüftet ist, darf ich euch endlich von Brompton das P-Line vorstellen. Das P-Line baut auf den bisherigen Superlight-Modellen auf, da sind aber so viele neue Komponenten verbaut, dass es eine eigene Klasse rechtfertigt. Denn die Superlight-Modelle haben ja schon im Vergleich zu den normalen Stahlvarianten um die 750 Gramm gespart. Also wenn man jetzt das M3LX vergleicht mit dem normalen M3L, da hat man ungefähr 750 Gramm Ersparnis an Gewicht. Die P-Line spart zum Superlight nochmal 800 Gramm mehr. In der leichtesten Variante gibt es das P-Line schon ab 9,65 Kilogramm, also sehr, sehr leicht. Das ist dann mit tiefem Lenker, nur mit den Reflektoren anstatt der Beleuchtung, mit Schwalbe One-Reifen und ohne den Trägerblock. Wie das P-Line so viel Gewicht einsparen kann, erkläre ich euch jetzt. Das liegt nämlich an den verbauten Komponenten. Der Hinterbau und die Gabel sind wie beim Superlight aus Titan. Es wurden jedoch aber auch die Laufräder überarbeitet. Einerseits, um noch ein bisschen mehr Gewicht rauszuholen, andererseits auch, um die neue Kassette zu fassen. Das ist nämlich eine 4-Gang-Kassette, also 4 Ritzel, bestehend aus 11, 13, 15 und 18 Zahnritzeln. Und das ist bei Brompton jetzt so komplett neu, also eine komplett neue Schaltung. Die 4 Gänge haben dieselbe Übersetzung wie die 3-Gang-Schaltung, also die 3-Gang-Narbe, aber dann auf 4 Gänge verteilt. Das hat nochmal den Vorteil, man kommt schneller aus der Potte, man kann schneller beschleunigen und man hat nicht das Gewicht von der schweren Narbe. Da Brompton bis jetzt noch keine 4-Gang-Schaltung hatte, braucht man auch einen neuen Schalthebel und der wird dann nur noch links verbaut sein mit 4 Gängen zur Auswahl. Der Umwerfer wurde auch überarbeitet und wiegt jetzt nur noch 60 Gramm und um wirklich jedes Gramm zu sparen, wechselt man von der normalen Kette zu einer Hohlbolzenkette. Die Griffe sind wie bei den Superlight-Modellen aus Schaum und wiegen zusammen nur 42 Gramm. Bei der P-Line wird auch ein neuer Sattel verbaut sein. Der ist nochmal anders geschnitten, hat eine sehr leichte Polsterung und ist mit Carbon verstärkt. Und im selben Zug wurde auch der Pentaclip erneuert. Der Scharnierklemmhebel vom Hinterbau und auch der Schnellspanner von der Sattelstütze sind jetzt aus Aluminium, also sehr hochwertig. Und auch die Knebelschrauben sind jetzt aus Aluminium, also dieselbe Variante, die man sonst nur von den Special Editions kennt. Neu sind auch die Roller Wheels und der Federblock, der wurde auch nochmal neu überarbeitet. Die Schläuche von der P-Line haben jetzt ein französisches Ventil und die Sattelstütze rastet an 2 Punkten ein. Einmal ganz unten zum Verstauen und dann nochmal in der Mitte, um das dann auf den Rollen schieben zu können. Erhältlich sein wird die P-Line nur in den Metallic-Farben Storm Grey und Midnight Black. Das sind exklusive Farben nur für die P-Line. Ja, ich kann es kaum erwarten, das P-Line selber in der Hand zu haben und den Gewichtsunterschied zu spüren. Auf unserer Webseite könnt ihr alle Komponenten nochmal nachlesen und das Fahrrad auch schon vorbestellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!